Michael, so heißt die offizielle Filmbiografie um Michael Jackson, die dieses Jahr 2025 in die Kinos kommen soll. Ich habe ja hin und wieder in den vergangenen Folgen schon mal was über das Biopic euch erzählt. In den News habe ich darüber berichtet. Heute gehe ich nochmal ganz strukturiert alle Meldungen zum Biopic durch, sodass ihr alle Infos in einer Folge gebündelt habt. Ja, Gerüchte, News, Fakten, aktueller Stand und am Ende gibt es nochmal die neuesten News, wie der aktuelle Stand gerade ausschaut. Das ist MJ Update Folge 33. Auf geht's! Hallo zusammen, ja, das ist heute mal wieder ein Themen-Special rund um das Michael Jackson Biopic Michael. So der Titel, wie ich euch eben schon verraten habe, und als regelmäßige Zuschauer von MJ Update oder wenn ihr in der Michael Jackson Community unterwegs seid, werdet ihr es natürlich wissen, dass der Film so heißen soll. Aktuell ist ja ziemlich viel auch an Gerüchten im Umlauf. Wird der verschoben auf 2026? Wird das Ende neu gedreht? Also es sind ja so einige Spekulationen gerade im Umlauf oder werden auch von unterschiedlichen Quellen gestreut. Ich habe mir das heute mal zur Aufgabe gemacht, einmal strukturiert an alle Fakten ranzugehen, die gerade über den Film im Umlauf sind. Ich fange ganz von vorne an und gehe nochmal bis zum heutigen Stand alle Meldungen durch, sodass wir einmal wirklich auf dem aktuellen Stand sind, die das Biopic gerade betrifft. Natürlich ist mir klar, wenn ich hier im Schnitt sitze, da kommt schon wahrscheinlich die nächste Meldung rein zum Biopic. Also es gibt immer weiter. Die Meldungen überschlagen sich ja gerade rund um das Thema. Wir starten jetzt einfach mal mit der Besetzung. Wie natürlich bekannt ist, Jafar Jackson, der Sohn von Jermaine Jackson, der wird die Hauptrolle übernehmen. Der spielt Michael Jackson in allen seinen erwachsenen Phasen, wahrscheinlich auch schon als Teenager. Jafar Jackson ist, glaube ich, in seinen 20ern, Mitte 20 wird er sein, sodass er wahrscheinlich auch noch die Jacksons, also den jungen Michael in den Teenagerjahren vielleicht auch noch spielen kann. Er wird aber nicht den Michael als Kind übernehmen. Dafür gibt es einen anderen Schauspieler. Jafar auf jeden Fall wird die Hauptrolle in dem Film sein. Es ist seine erste große Rolle. Er selbst hat in der Vergangenheit schon Musik gemacht. Er hat vereinzelt Songs rausgebracht, wie ich finde auch recht gute Songs. Mir ist nur einer in Erinnerung. Den habe ich hier auch schon mal in einer vergangenen Folge angeteasert. Der ist auch auf allen Streaming-Plattformen zu finden. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anhören, wie er sich anhört. Und Jafar spielt auf jeden Fall Michael die Hauptrolle. Den jungen Michael spielt Giuliano Crew. Er ist wohl selbst auf TikTok auch sehr beliebt und bekannt. Er hat einen 100.000 Follower umfassenden Kanal, wie ich gehört habe. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Er spielt auf jeden Fall den jungen Michael. Giuliano selbst macht auch selbst Tanzvideos und ist dadurch eben auf TikTok auch aufgefallen. Und viel hat man über ihn jetzt allerdings nicht gehört. Joseph Jackson spielt Colman Domingo. Das ist allerdings ein bekannter Schauspieler, der schon bei Filmen mitgemacht hat wie Lincoln, The Butler, Rustin, Spider-Man 2025, der auch noch erst in die Kinos kommt. Er war bei Transformers, bei der Serie Law and Order und er hat auch im Theater zum Beispiel The Wiz mitgeschauspielert. 2018 meine ich war das. Kate Jackson spielt, also Catherine Jackson, Michaels Mutter, spielt Nia Long. Nia Long ist aus der Serie Der Prinz von Bel-Air, die Sitcom aus den 90ern bekannt, hat aber auch in Filmen mitgespielt wie Boys in the Hood oder Made in America, Big Mama's House, aber auch in Missing, also auch aktuelle Filme noch mit drin. Sie hat auch in einer Folge von Empire mitgemacht, dieser Drama-Musikserie. Und auch in der Sitcom kurz nach der Prinz von Bel-Air hat sie bei Mosher mitgemacht. Also eine sehr umfangreiche und erfahrene Schauspielerin, die Catherine Jackson spielt. John Branca, den Michael-Produzenten, spielt Miles Teller.
Der hat 2011 bei Footloose mitgemacht oder auch mit Sandra Bullock zusammen in Die Bestimmung, Fantastic Four und bei Top Gun Maverick war er dabei. Laura Harrier hat auch bei Spider-Man, allerdings Homecoming, mitgemacht oder mit Melissa McCartney in Der Vogel und in der Miniserie auf Netflix Hollywood. Dann gibt es eine ganze Reihe Schauspieler, über die ich gar nicht so viel herausgefunden habe. Jamal R. Henderson spielt Jermaine. Dann gibt es auch immer Kinderrollen von den Jackson-Brüdern. Marlon spielt Tree Horton. Ryan Hill spielt Tito. Joseph David Jones spielt Jackie. Diana Ross wird von Catherine Graham gespielt. Sie hat bei Ein Zwilling kommt selten allein mit Lindsay Lohan war das, glaube ich, gespielt und war auch zuletzt in der Netflix-Komödie Love in the Villa zu sehen. Berry Gordy wird von Lawrence Tate gespielt, der sehr viel Serienerfahrung hat. Rescue Me, Rush, Power, aber auch bei Postman von Kevin Costner und den vielfach Oscar-prämierten Film L.A. Crash hat er mitgemacht. Jessica Sula, bekannt aus Scream oder auch Skin, also verschiedene Serien. Sie spielt LaToya Jackson. Dann gibt es Quincy Jones, spielt Kendrick Sampson, der in How to Get Away with Murder mitgemacht hat. Aber auch Miss Juneteenth war er mit dabei. Ich glaube, eine Komödie oder sowas ist das. Den Verteidiger Johnny Cochran, so ähnlich wird er wahrscheinlich ausgesprochen, wird von Derek Luke gespielt, der bei Captain America mitgemacht hat oder auch der Drama-Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht. Das war die Schauspielbesetzung. Als Produzent des ganzen Projektes ist Graham King am Start. Graham King ist bekannt durch Filme wie Aviator mit Leonardo DiCaprio, hat auch Bohemian Rhapsody, das Queen Musical rund um Freddie Mercury gemacht. Er war bei Gangs of New York der Produzent, hat Biografieerfahrung auch noch mit Muhammad Ali gemacht, hat den Oscar gewonnen für Departed und hat 2018 auch das Remake von Tomb Raider produziert. Ebenfalls ausführende Produzenten sind oder ist der Michael Jackson Estate in Form von John Branca und John McClane. John Logan hat das Drehbuch geschrieben, der ebenfalls auch bei Aviator am Start war, hat aber auch den James Bond 007 Film Skyfall geschrieben, war bei Gladiator dabei, hat auch bei Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street mit Johnny Depp, das Horror-Musical hat er geschrieben, Hugo Cabret, so ein Fantasy-Film, und Last Samurai war er beteiligt. Und wir haben den Regisseur Antoine Fuqua, der hat bei Training Day Regie geführt, hat aber auch in mehreren Musikvideos mit produziert oder Regie geführt. Zum Beispiel bei Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Das Musikvideo da hat er Regie geführt. Aber auch bei Musikvideos von Stevie Wonder, Toni Braxton, Shanice und Usher war er der Regisseur. Olympus Has Fallen, King Arthur und die ganze Equalizer-Serie 1, 2 und 3 war er ebenfalls ausführender Regisseur. Also wir sehen hier anhand dieser Besetzung und diesem Umfang, dass es schon alle Ausmaße eines Blockbusters annehmen und eigentlich eine sehr pompöse Besetzung ist auf jeden Fall. Nun arbeiten wir uns chronologisch vor. Im November 2019 wurde bekannt, dass es ein Michael Jackson Biopic geben soll. Graham King und John Branca und auch John McClane sollten die ausführenden Produzenten sein. Das war wohl damals schon recht früh bekannt. Auch das Drehbuch von John Logan wurde damals schon mitgegeben, dass er daran arbeitet. Und man erfuhr auch schon damals, dass Graham King bereits seit 5 Jahren Michael Jackson studiert hatte. Das heißt, seit 2014 gab es offenbar Überlegungen, ein Michael Jackson Biopic zu machen. Und Graham King war eben auch schon in dieser Zeit dabei, für Michael zu recherchieren.
Rund um die MJ The Musical Premiere 2022 hatte Roger Friedman ist ein Journalist, der auch sich in Boulevardthemen sehr viel rumtreibt, aber auch ein Insider, der unglaubliches Wissen hat und meistens auch richtig liegt mit seinen Meldungen. Er hat auf jeden Fall Graham King 2022, meine ich, war das, bei der MJ The Musical Premiere interviewt. Und dort hatte Graham King ihm gesagt, dass er seit über 5 Jahren über Michael Jackson am Recherchieren ist, um eben das Drehbuch zu schreiben, und dass er eben auch die Anschuldigung gegen Michael Jackson nicht glaubte. Hat aber auch direkt mitgegeben, Michael wird nicht schön geredet im Film. Es wird ein authentischer Film werden auf jeden Fall. Im Februar 2022 hieß es dann auch von einer Pressemitteilung von Lionsgate. Lionsgate ist die Produktionsfirma, die den Film in den USA vertreiben wird. Lionsgate ließ über Graham King verlauten: Ich habe die Familie 1981 zum ersten Mal getroffen und fühle mich geehrt, ihr Vermächtnis auf die Leinwand zu bringen. Catherine Jackson gab in dieser Pressemitteilung Folgendes: Seit MJ klein war, als Mitglied der Jackson 5, liebte er die Magie des Kinos. Als Familie fühlen wir uns geehrt, dass unsere Lebensgeschichte auf die große Leinwand kommt. Und Lionsgate fasst nochmal zusammen: Michael wird den Zuschauern ein umfassendes Bild des komplizierten Mannes vermitteln, der zum King of Pop wurde. Der Film erweckt Jacksons ikonische Auftritte zum Leben und gibt einen fundierten Einblick in den künstlerischen Prozess und das persönliche Leben des Entertainers. Das war im Februar 2022 die offizielle Pressemitteilung von Lionsgate. Im Juni 2022 fand dann das Casting unter der Castingdirektorin Kimberly Harding statt. Ja, aus diesem Casting wird sich dann eben die Besetzung geformt haben, die ich eben genannt habe. Im Januar 2023, ein halbes Jahr später, wurde der Regisseur bekannt gegeben, Antoine Fuqua. Er gab in einer Mitteilung von sich: Für mich gibt es keinen Künstler mit der Kraft, dem Charisma und dem schieren musikalischen Genie von Michael Jackson. Seine Arbeit hat mich dazu gebracht, Musikvideos zu machen. Joe Drake von Lionsgate Motion Picture Group, das ist der Vorstand, sagte: Antoine ist ein einfühlsamer und kraftvoller Filmemacher und wir schätzen uns sehr glücklich, dass er Michael als sein nächstes Werk ausgewählt hat. Seine visionäre Erzählkraft und sein Engagement werden Michael zu einem unvergesslichen Film machen. Ebenfalls im Januar 2023 wird offiziell bekannt, dass Javad Jackson Michael spielen wird. Im März 2023 wird bekannt, dass Michael von der Filmkommission, von der kalifornischen Filmkommission, eine Steuergutschrift erhalten wird in Höhe von 21 Millionen $, was bis dahin eine Rekordsumme war. Ich glaube, Top Gun Maverick hat ein bisschen weniger bekommen und gehörte damit auch schon zu den Filmen, die eine beachtliche Summe von der Filmförderung bekommen haben. Diese Steuergutschriften bekommen Filme, wenn sie eben in Kalifornien drehen und wenn eben der Staat weiß, dass eben die Produktion von Catering bis zu den Kulissenbauten und so weiter, wenn das alles in dem Staat gemacht wird, gibt es da eben Gutschriften, damit die Crews nicht abwandern in andere Staaten. Deshalb hat dieser Film eben diese Steuergutschrift bekommen. Die Kapazität wird geschätzt auf 65 Schauspieler, eine Crew aus über 300 Mitgliedern und 80 Drehtagen, die geplant sind. Ebenfalls im März 2023 kommen Bilder im Umlauf von der Neverland Ranch, die renoviert wird. Hier wird vermutet, dass sie eben hergerichtet wird, um eben auch auf Neverland Dreharbeiten zu ermöglichen. Im August 2023 wird Antoine Fuqua Gast bei Good Morning America sein. Dort spricht er über Michael.
Die Schatten im MJs Leben werden nicht ignoriert, sagt er. Der Film werde die Fakten präsentieren. Er war ein großer Künstler und er war ein Mensch. Wir werden das Gute, das Schlechte und das Hässliche zeigen. Wir werden über Michael das erzählen, basierend auf die Fakten, die ich habe. Ich und Graham King werden die Fakten so erzählen, wie wir sie kennen. Und es ist Sache des Publikums zu entscheiden, wie sie über Michael denken. Bis dahin formt sich immer mehr ein Bild über das Drehbuch, dass eben alles erzählt wird, und zwar die Fakten so erzählt werden, wie man sie eben kennt. Und dadurch vermuten natürlich bis dahin auch wir Fans, dass das ein Film wird, der eben Michael so zeigt, wie wir ihn kennen. Und wenn die Fakten gezeigt werden, ist es ja auch ganz klar, dass die Anschuldigungen eben auch so dargestellt werden, wie sie eben sind, dass das eben eine Erpressung sein wird, die eben auch richtigerweise dargestellt wird. Im August 23 wird bekannt, dass auch auf Havenhurst gedreht werden soll. In einem Interview hat Prince Michael auf Hotboxing Podcast ein Interview gegeben. Er sagt, er ist mit dem Biopic-Produzenten Graham King seit 2017 oder 2018 in Kontakt. Und dieser hat eine Menge recherchiert, um zu verstehen, wer sein Vater war. Auch bekannt ist, dass Prince Michael in den Drehbucharbeiten, bei Drehbuchbesprechungen mit dabei war. Das heißt, Prince Michael und ich glaube auch Paris und Biggie sollen auch das Drehbuch ausgehändigt bekommen haben, sodass sie auch dort dabei waren. Prince Michael war aber auch bei einer Drehbuchbesprechung mit dabei. Und ja, wenn man daran sieht, dass eben Michaels Kinder mit involviert sind, insbesondere Prince, der Michael Jackson Estate, dass Michaels Neffe Jafar mit involviert ist, kann das eigentlich nur was Gutes werden. Also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt und habe große Hoffnung in den Film, dass er gut wird. Im Oktober 23, Lionsgate gibt bekannt, dass Universal Pictures den internationalen Vertrieb übernehmen wird. Außerdem gibt Lionsgate bekannt, dass die Dreharbeiten nach den aktuell im Oktober 23 stattfindenden Schauspielerstreik starten sollte. Hier vermute ich mehrere Hindernisse in der Produktion. Einmal 2019, als Leaving Neverland rauskam. Ich glaube, der Film hat dazu beigetragen, dass die ganze Produktion sich weiter verschoben hat. Die Covid-Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich was verschoben hat. Dann im Oktober 2019 der Schauspielstreik, der wird was verschoben haben. Das heißt, diese ganzen Jahre, wir wären wahrscheinlich schon viel weiter, vielleicht wäre der Film auch schon draußen, wenn eben nicht diese ganzen Hindernisse entstanden sind. Aber wir müssen uns mit der Ist-Situation zufrieden geben. Im Oktober 23 gab es den Schauspielerstreik und daher gab es eine Verschiebung. Am 1. Dezember bestätigt man den Start der Dreharbeiten und es taucht das erste Mal Videomaterial oder Fotomaterial auf von Javad Jackson, in dem er Man in the Mirror performt. Im Januar 24 wird der Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Es soll der 18. April 2025 werden, so Antoine Fuqua in einem Interview. Wie wir heute wissen, wird dieser Termin nicht gehalten werden. Im Januar 24 wird der junge Darsteller Giuliano Crew Validi bekannt gegeben, der 150.000 Follower auf Instagram hat, nicht auf TikTok. Und dort ist er eben auch bekannt für seine MJ-Tänze, die ich eben benannt habe. Und ebenfalls geht die Bekanntmachung von vielen weiteren Schauspielern, die ich ja auch schon aufgezählt habe, bekannt. Also im Januar 24 erfahren wir nach und nach, welcher Schauspieler welche Rolle im Biopic übernehmen wird. Im Februar tauchen weitere Fotos von Dreharbeiten auf. Das People Magazine zeigt zum Beispiel Michael vermutlich auf Havenhurst in der Thriller-Zeit. Also mehrere Fotos auch von Joseph und Catherine aus dieser Zeit tauchen auf.
Im Februar 24 startet eine Verlosung für eine Statistenrolle. Auf Charity Bus kann man zugunsten der Los Angeles Foundation, die Foundation von Prince, also von Michaels Sohn Prince Michael, kann man eine Statistenrolle gewinnen. Die Dreharbeiten sollen am 1. bis 30. April, vom 1. April bis 30. Juni stattfinden. Sie sollen 3 Tage andauern und der Aufenthalt soll ja insgesamt 3 Tage beinhalten, wo man eben Gast am Set wird. Ein Essen mit Prince Michael und den Crewmitgliedern soll geplant sein. Das Einzige, was man selbst zahlen muss, ist die Anreise. Letztendlich habe ich nichts mehr davon gehört. Ich weiß nicht, wer diese Rolle gewonnen hat, aber diese Aktion ist auf jeden Fall zu Ende gegangen und man hat eigentlich nichts mehr darüber gehört. Vielleicht habt ihr ja was davon gehört, wer das gewonnen hat oder ob jemand sich auf Social Media zu erkennen gegeben hat, der diese Statistenrolle gewonnen hat. Im März 24 gab es einen Journalist von Puck, ich weiß gar nicht, was Puck ist. Er hatte eine frühe Version des Skripts gelesen und verrät, es wird der erste offizielle Film von Michael Jackson sein, der die Anschuldigungen anspricht. Und es wurde klar dargestellt, dass MJ das Opfer einer Verschwörung war. Es formen sich also immer weiter News zusammen, die Einblicke in die Dreharbeiten geben. Im April hieß es letztendlich über Hollywood Reporter und von anderen Seiten, dass ein Trailer einem Publikum vorgeführt wurde. Und zwar am 10. April auf der CinemaCon in Las Vegas, eine Convention. Ich weiß nicht, was es für eine Convention ist. Da wurde auf jeden Fall das erste Mal der Trailer vorgestellt. Ein erster früher Trailer von Michael. Und wenn man da sieht, wie schnell das ging, im Dezember fanden die Dreharbeiten statt und am 10. April hatte man schon so viel Material, um einen Trailer zu schneiden. Finde ich sehr beeindruckend. Ich kenne mich mit Filmen nicht aus, ob das normalerweise so üblich ist. Also es ist schon üblich, dass der erste Trailer in der Regel häufig schon Jahre, 1,5, 2 Jahre vorher fertig sind. Und dann gehen die Arbeiten natürlich noch weiter an den Film. Aber man hat hier das erste Mal auf einer Convention einen Trailer gezeigt. Es gibt ganz wenige Paparazzi-Szenen, aber wirklich viel ist gar nicht zu sehen. Ich glaube, das wurde auch alles mittlerweile gelöscht, was davon veröffentlicht wurde. Die Meldungen sagen, es ist ABC, Man in the Mirror war zu hören, die Jackson 5, Songs von den Jackson 5 waren zu hören. Der Michael-Produzent sprach zu dem Publikum, der Film wird sich mit allem befassen. Neben Auftritten befasst sich der Film auch mit seinem Leben. Auch außerhalb der Öffentlichkeit. Die Kinopremiere soll, hier wiederholt er es, am 18. April 25 sein und es werden 30 Songs von Michael Jackson in dem Film verarbeitet werden. Im April, 22. April, veröffentlicht der Daily Mail aktuelle Fotos von Neverland. Dort ist klar zu sehen, dass Neverland hergerichtet wurde und dass dort Dreharbeiten stattfinden werden. Im Mai 24 gibt es Aufnahmen von Originalschauplätzen in Los Angeles auf der Union Pacific Avenue, dass das Thriller-Video dort nachgedreht wurde. Also wir wissen, im Michael-Film wird auch das Thriller-Musikvideo eine elementare Rolle spielen. Jawar spielt das Video auf der Originalstraße nach, wo auch das ursprüngliche Video damals gedreht wurde. Er trägt die Thriller-Jacke und mit diesen Infos Anfang Juni 24 endeten die offiziellen Dreharbeiten und nun begann die Nachproduktion. Im Mai wurde das Thriller-Video am Originaldrehort gedreht. Ende Mai endeten die Dreharbeiten, nun startet die Postproduktion, Nachdrehs und natürlich der ganze Schnitt.
Die Produktionsfirma GK Films hat einen etwas kryptischen Instagram-Post am 31. Mai 2024 veröffentlicht. Dort hieß es See You Soon Moonwalkers mit der Melodie zu Human Nature. Und auch hier Anfang Juni wurde nochmals bestätigt, dass der Starttermin am 18. April noch steht. Im August hat Colman Domingo, der Joseph Jackson spielt, in einem Interview erzählt, dass der Film eine Menge Dinge ansprechen wird, die episch und monumental sind. Ich dachte, der ganze Zweck dieses Films ist es, Michael zu vermenschlichen und wirklich die Entstehung Michaels zu zeigen. Und so geht es um eine Menge Dinge. Es geht auch um die umstrittenen Dinge, um Liebe und Unterstützung der Familie. Und er lobte inständig Jafar Jacksons für seine Leistung und für sein Talent. Am 6. November kam dann offiziell die Meldung, das Biopic muss verschoben werden. Und zwar vom 18. April auf Anfang Oktober. Der Film befindet sich noch in einem frühen Stadium, so sagte Antoine Fuqua, der Regisseur. Im Dezember gab wieder Colman Domingo in einem Interview, lobte er wieder Jafar. In einem Interview von Deadline sprach er, dass Jafar eine Offenbarung, eine sanfte und phänomenale Seele ist. Es ist, als ob etwas von Michael Jacksons Talent auf ihn gelandet ist. Es wird ein komplexes Porträt über einen der größten Künstler, die je auf unserem Planeten gelebt hat. Gerüchte, also jetzt im Januar, 25. Januar, ja, jetzt tummeln sich zahlreiche Gerüchte, die ich hier nochmal zusammengetragen habe, und damit sind wir bei den aktuellen News rund um das Biopic. Ja, es gehen eine Menge Gerüchte aktuell rum, dass das Ende neu gedreht werden soll. Und zwar soll hier eine Klausel vorliegen aus dem 1993er Zahlung von Michael Jackson an Jordie Chandler, aus der hervorgehen, also eine Vereinbarung, aus der hervorgehen soll, dass das Biopic oder das über diese ganzen Hintergründe zu dem, was damals 93 passierte, kein Spielfilm von Michael Jackson gedreht werden darf. Dieses Gerücht geht damals rum. Gerüchte über das Ende vom Biopic gingen rum, dass das Ende neu gedreht werden sollte. Roger Friedman ist hier wieder die Quelle. Er soll eine Meldung von Matthew Belloni haben, ein Hollywood-Insider. Und zwar darf Chandler und alles, was mit den Chandlers zusammenhängt, nicht in einen Spielfilm verarbeitet werden. Ja, da fragt man sich natürlich, wie kann das zu diesem Zeitpunkt erst rauskommen? Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite sagen viele, dass das Fake News sind, weil diese News auch von Matthew Belloni gestreut wurden, der auch mit dem Leaving Neverland Regisseur im Kontakt stehen soll. Die sollen sogar befreundet sein. So gab es Quellen. Ob das auch stimmt, weiß ich nicht. Hier wird es allerdings verworren. Einige vermuten hier eine bewusste Schmutzkampagne gegen das Michael Jackson Biopic. Wenn es so sein sollte, dass dieses Thema nicht angesprochen werden darf in einem Film, fände ich doof, dass das so ist. Also ich fände das echt doof, wenn das nicht angesprochen wird, weil das sind ja genau die Fakten, die wir Fans in den Film sehen wollen. Wir wollen die Erpressungsversuche von Jordie Chandlers Vater sehen, wie er eben damals vorgegangen ist. Die mafiösen Verstrickungen, die es dort gibt im Hintergrund, das wollen wir sehen. Die Verkettungen, wie die Anklage vorgegangen ist, also all diese Komplexität des Falles sollte auf jeden Fall in dem Film behandelt werden. Und wenn das jetzt komplett wegfällt, wäre es nicht gut für den Film. Also das würde dann
Ich glaube auch, dass das medial nicht gut aufgenommen wird, wenn der Film quasi auch wie das Michael Jackson Musical bei der Dangerous Tour endet. Und man muss auch sagen, bis dahin haben wir ja schon alles gesehen, was es gibt. Michael Jackson, An American Dream, hier der Film, die Biografie von Jermaine Jackson. Da wurde eigentlich bis zur Victory Tour alles schon sehr gut dargestellt, wie die Familie aufgestellt ist. Und wenn das jetzt quasi eine neuere Version wird, die cineastisch viel besser vermutlich aufgearbeitet wird als damals 91 für diesen Fernseh-Zweiteiler, aber inhaltlich ja, wird es noch ein bisschen um die Bad- und Dangerous-Zeit erweitert, und wenn das dann endet, fände ich das nicht gut. Also diese ganze Prozessphase muss in den Film meiner Meinung nach auf jeden Fall verarbeitet werden, und hoffe, dass das wirklich Fake-Gerüchte sind und dass das nicht stimmt. 2 Tage später, am 27. Januar, hat eine Quelle vom People Magazine gesagt, das MJ-Biopic befindet sich nicht im Chaos. Stillstand der Dreharbeiten sind einfach nicht wahr. Im März finden noch Nachdrehs statt. Der Film schreitet voran. Und das bestätigen auch mehrere Quellen Ende Januar 2025. Im Februar gehen neue Gerüchte rum, dass das Biopic nochmals verschoben werden soll, und zwar auf 2026. Aber auch das ist noch nicht bestätigt. Es formen sich Gerüchte, dass das Biopic 4 Stunden lang sein soll, was für einen normalen Kinofilm eigentlich nicht machbar ist. Man kann Leute nicht 4 Stunden in einen Kinosessel setzen. Allerdings habe ich auch schon immer gesagt, man hätte aus diesem Biopic einen 3 oder 2 Teile umfassenden, ja, eigentlich hätte man daraus eine Trilogie machen müssen. Einmal die Phase mit den Jacksons, Michael bis, ja, als Kind und Jugendlicher bis zu Off the Wall, dann einen Film über die 80er, Thriller und Bad, und dann einen Film Dangerous bis zum Ende hin. Also das wären für mich 3 sinnvolle Teile gewesen, wo man hätte sicherlich einen spannenden Film machen können, wo man den Aufstieg der Familie in den 80ern, Michael Jacksons komplizierte Rechte mit dem Musikkatalog hätte man dort mit reinbringen können, wie sich das entwickelt hat, weil auch das ist für mich ein elementarer Bestandteil. Auch das zeigt ja, wie mächtig Michael war durch den Besitz des ATV-Musikkataloges, wo die Songs von Tausenden von Musikern drin waren. Nicht nur die Beatles-Songs, die immer wieder gesagt wurden. Und auch dieser Songkatalog immer größer wurde und dadurch Michael dann ja auch später in den 90ern Probleme mit Sony bekam und auch beim Invincible, ja beinahe bei seinem Invincible-Album boykottiert wurde. Und um das alles zu verstehen, wie das alles zusammenhängt, braucht es meiner Meinung nach mehrere Teile. Und das alles in einen 4-Stunden-Film zu packen, bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich hoffe, dass es gut umgesetzt wird. Ja, mehr kann ich dazu jetzt gerade auch nicht sagen. Aber auch das mit den 4 Stunden ist nur ein Gerücht, da gab es noch keine offizielle Bestätigung zu. Ebenfalls Ende Januar war der Jackie Jackson-Darsteller Joseph D. Jones in einem Podcast zu hören. Dort sprach er ein paar wenige Anekdoten, die ihm bekannt waren, gab er von sich über die Dreharbeiten. Einmal, dass das Drehbuch 180 Seiten umfassend war. Das ist wohl sehr komplex und viel offenbar für ein Drehbuch. Er wusste noch nicht genau, welche Musik eingesetzt wurde für den Film, ob man Jafar Jackson oder auch andere Stimmen für Michaels Songs nehmen würde, ob man Michael die Originalen lassen würde oder ob man eine Mischung aus beiden machen würde. Ich glaube, bei den Elvis Biopic und auch Freddie Mercury Biopic hat man auch eine Mischung gemacht. Eine Mischung wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, meiner Meinung nach. Auch, dass das Drehbuch immer weiter erweitert wurde. Während der Dreharbeiten hat man wohl immer weiter Erweiterungen und Korrekturen vorgenommen. Ich glaube aber, auch das ist nicht ungewöhnlich bei dem Dreh eines Films. Im Mai 2024 wurde das Biopic offiziell abgedreht und danach starteten im Juni noch Nachdrehs. Auch das bestätigt er hier.
Ja, damit sind wir vollumfassend, habe ich euch nochmal mitgenommen in die Zeitreise der letzten 2-3 Jahre oder seit 2019, seitdem es Gerüchte gab, dass dieser Film gedreht wird. Und so sind wir aktuell in einer Situation, wo wir gerade gar nicht so genau wissen, wie geht es mit diesem Biopic weiter, wo stehen wir jetzt gerade. Wenn wir die offiziellen Meldungen glauben wollen, ist weiterhin Anfang Oktober der Starttermin. Das wurde noch nirgendwo dementiert. Also 2., 3. Oktober wird vermutlich die weltweite Premiere von Michael sein. Und alles andere, was gerade so abläuft, sind Gerüchte. Gerüchte über, dass der Schluss oder beziehungsweise die ganzen Anschuldigungen rausgenommen werden sollen oder umgeschrieben werden sollen. Gerüchte, dass der Film 4 Stunden gehen soll, dass der vielleicht auch in 2 Teile aufgeteilt werden soll. Wir werden es sehen. Ja, und mit diesen Gerüchten sind wir hier leider auch schon wieder am Ende von dieser MJ-Update-Folge. Ja, mich interessiert natürlich, was ihr über das Biopic denkt. Habt ihr irgendwelche Erwartungen darüber? Ja, was bewegt euch da am meisten? Verfolgt ihr das überhaupt oder ist euch das Biopic eigentlich egal? Also ich habe große Erwartungen daran, um das hier nochmal so zusammenfassend zu sagen. Ich gehe davon aus, wenn das Biopic in die Richtung geht, wie das Elvis Biopic oder Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody oder auch viele andere, das Whitney Houston Biopic fällt mir noch ein, Amy Winehouse, Aretha Franklin. Es gibt so viele Biopics, die gut umgesetzt wurden und ich habe schon Erwartungen, dass das ein guter Film wird. Und ich hoffe auch, dass der Film alles anspricht rund um Michael Jackson, dass man da ja diese Sicht eben erklärt, bespricht und zeigt und dass Michael Jackson eben, der Mensch Michael Jackson, damit eben auch ja hier einer breiten Öffentlichkeit nochmal nahegebracht wird. Ja, schreibt ihr doch mal bitte rein, was ihr über diesen Film denkt, welche Erwartungen ihr habt, ob ihr euch darauf freut, ihn zu sehen. Und damit verabschiede ich mich von MJ Update Folge 33. Liked und kommentiert. Wenn ihr mir noch nicht folgt, gerne folgen. Guckt auch mal gerne auf meinen anderen Kanälen drauf. Wäre schön, wenn ihr mich auch auf TikTok unterstützt. Auf Instagram bin ich. Bei Gute Frage beantworte ich auch immer mal wieder Fragen rund um Michael Jackson. Auf den verschiedenen Portalen könnt ihr mich auch abonnieren und unterstützen. Aber hier, YouTube ist mein Kerngeschäft, da bin ich hauptsächlich. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch weiterhin hier meinen Videos treu bleibt. Ja, ein Gruß raus und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut und einen guten Start weiterhin in das Wochenende, in die Woche und wo auch immer ihr gerade startet. Ciao.